Die Verpackungsverordnung gilt auch für Unternehmen, die nur geringe Mengen an Verpackungen in Verkehr bringen. Mit dem EasyShop von Landbell gibt es eine sehr einfache und bequeme Lösung. Wie genau funktioniert die? Ja, die Lösung ist in der Tat darauf ausgelegt, möglichst einfach und bequem für die Händler zu sein, weil gerade die kleinen Händler natürlich die Verpackungsverordnung nicht unbedingt im Fokus im Tagesgeschäft haben. Die Lösung ist vollständig online abgebildet, das heißt, ich kann mich dort anmelden, kann dann gegen einen einfachen Pauschalbetrag teilnehmen an dem dualen System der Landbell AG und somit die Anforderungen der Verpackungsverordnung erfüllen. Okay. Und was muss ich genau bezahlen und wie lange gilt das? Am Anfang sind Kosten von 75 € pro Jahr. Der Start ist immer für 2 Jahre, sodass am Anfang 150 € fällig werden und damit eben 2 Jahre abgedeckt sind. Also bedeutet das einmal zahlen, 150 € und danach einfach gar nicht mehr dran denken. Das klingt ja sehr verlockend. Genau, ganz so einfach ist es dann auch nicht. Diese 75 € pro Jahr enthalten eine gewisse Menge an Verpackungen, die dadurch abgedeckt sind. Zum Beispiel 150 Kilo Papier, Pappe oder Kartonagen. Okay. Das entspricht so ungefähr 400 Paketen, die man im Jahr versendet. Wenn man in einer Größenordnung ist, dass das ausreichend ist, dann ist damit alles abgegolten. Aber man braucht jetzt auch keine Angst zu haben. Also auch wenn man mal mehr versendet oder doch dann wächst und mehr versendet, es gibt im darauffolgenden Jahr, und das ist eigentlich das Einzige, was man noch tun muss, die sogenannte Jahresmeldung, die bis Mitte Februar abgegeben werden muss. Auch das ist völlig problemlos online möglich. Und auf der Basis dieser Jahresmeldung wird dann ermittelt, ob man eventuell mehr verbraucht hat, und es wird dann eine Nachzahlung fällig und daraufhin wird dann das Zertifikat erstellt für die neue Menge und damit ist man dann auf der rechtssicheren Seite. Okay, und was passiert dann mit den tatsächlichen Mengen nach der Meldung? Die tatsächlichen Mengen müssen von Landbell wie von allen dualen Systemen dann nach Ende des ersten Quartals weitergemeldet werden an den DIHK und dienen ja dann letztendlich dazu, um das Gesamtsystem zu finanzieren und abzurechnen und zu organisieren. Wenn ich jetzt in einem laufenden Jahr wieder erwarten, aber wir sind ja alle froh, wenn es passiert, deutlich mehr versende, also mehr Verpackungen in Umlauf bringe, als mir dieser Pauschalbetrag jetzt abdeckt, bin ich dann noch im rechtssicheren Raum? Genau, also wenn man an einem dualen System teilnimmt, ist man auf jeden Fall rechtssicher aufgestellt. Man muss dann halt die Jahresmeldung in den ersten 6 Wochen des neuen Jahres erstellen. Natürlich erinnert das System mehrfach per E-Mail und wie gesagt, man kann dann relativ einfach online die tatsächliche Menge einreichen. Wenn die Frist verstrichen ist, dann werden eben diese 150 Kilo Papier, Pappe, Kartonage gemeldet und danach kann man es auch nur noch nicht mehr korrigieren und dann ist man natürlich für die Differenz besteht keine Lizenzierung und das wäre natürlich ein potenzieller Angriffspunkt. Okay, das wäre dann auch der Fall, wenn ich zwar einem solchen System angeschlossen bin über diesen Pauschalbetrag, aber gar nicht melde, trotz Aufruf. Genau, also gar nicht melden ist insofern kein Problem, wenn die Menge, die 150 Kilo eben ausreichend sind und damit abgedeckt sind. Wenn man weniger versendet, ist es auch unerheblich, weil es keine Rückvergütung oder so von gezahlten Gebühren gibt. Es ist quasi ein Mindestbetrag, aber insofern ist dann eine Nichtmeldung unterm Strich unerheblich, aber wirklich schädlich oder aus dem rechtssicheren Bereich bewegt man sich, wenn man nicht meldet und mehr Verpackung in den Verkehr gebracht hat. Okay, nun gilt ja der Abschluss für 2 Jahre, also ich bin für 2 Jahre quasi abgesichert. Was passiert danach? Endet der Vertrag dann automatisch? Der endet nicht, das wäre auch relativ gefährlich, weil natürlich man auch da wieder im Tagesgeschäft nicht dran denkt. Es gibt Kündigungsfristen, zu denen man dann kündigen kann. Ansonsten verlängert sich der Vertrag automatisch. Das heißt, man verliert eigentlich den Status der Rechtssicherheit nicht. Angenehm ist sogar, dass ab dem 3. Jahr die Verwaltungsgebühr, die in den ersten 2 Jahren naturgemäß etwas höher ist, der Verwaltungsaufwand sinkt über die Jahre, weil der Kunde ja bekannt ist und insofern wird dieser Kostenvorteil weitergegeben. Das heißt, das 3. Jahr und die Folgejahre kosten dann auch nur noch 50 € statt 75 €. Wunderbar, klingt nach einem sehr schlüssigen Paket. Das ist es sicherlich ein einfaches und bequemes System für kleinere Händler. Für größere Händler empfiehlt es sich immer, direkt den Vertrieb anzusprechen, weil bei Mengen und dann, wenn man auch Vermischungen verschiedener Verpackungsarten hat und so weiter, werden dann doch eher individuelle Angebote angestellt. Aber gerade für die kleinen Händler ist es eigentlich eine ideale Lösung. Also
deckt Landwelt damit sozusagen alle Händler ab, diejenigen, die nur geringe Mengen in Verkehr bringen, aber auch diejenigen, die deutlich mehr in Verkehr bringen. Im Zweifel einmal kurz anrufen. Genau, das ist kein Problem und auch bei einem entsprechenden Wachstum sind auch keine Grenzen gesetzt. Wunderbar, vielen Dank.